Hallo, hier ist wieder die Claudia. Jetzt gehe ich hier an diesen wahnsinnig riesig großen Lavendelbusch und werde mir ein paar Zweige vom Lavendel abschneiden für meinen Lavendelzucker. Wenn ihr das hier riechen könntet, das ist ein wahrer Sommerduft hier. So, die Stängel reichen schon mal. Großartig. Damit werde ich dann jetzt meinen Zucker machen. Da jetzt die beste Zeit ist und die Rosen in vollster Blüte stehen, möchte ich den Rosenduft und den Rosengeschmack auch noch einsammeln und werde auch einen Rosenzucker machen. Dafür pflücke ich jetzt einfach von diesen wunderbar aufgeblühten Rosen, die auch einen wahnsinnigen Duft haben. Pflücke ich mir welche ab. So. Auch das reicht schon. Und daraus mache ich meinen Rosenzucker. Ein bisschen zum Trocknen in die Sonne legen. Ihr habt ja schon gesehen oder ihr seht, dass ich Rosenblätter gepflückt habe und Lavendel von einem riesig großen Lavendelbusch abgeschnitten habe, um heute einen wunderbaren oder beziehungsweise zwei wunderbare aromatisierte Zuckersorten zu machen. Einmal einen Rosenblütenzucker und einmal einen Lavendelzucker. Passt hervorragend über alle möglichen Desserts. Schmeckt wunderbar in schwarzem Tee, in Hibiskustee. Ihr müsst es einfach mal ausprobieren. Also da kann man richtig leckere Sachen mitmachen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach an. Als erstes nehme ich jetzt hier mal die super mega duftenden Rosenblätter. Da könnt ihr euch den Sommer nämlich direkt im Glas einfangen. Dann habt ihr auch noch was für die kalte Jahreszeit und freut euch darüber, wenn es ein bisschen sommerlich riecht. So, das ist jetzt eigentlich ganz simpel und kein Hexenwerk. Einfach die Rosenblätter ein bisschen zerkleinern, ein bisschen klein schneiden, damit sich die Aromen entfalten können. So, ich schneide es auch nicht zu klein, weil das sieht nämlich wunderschön aus im Glas nachher. Das ist auch übrigens ein wunderbares Geschenk, was ihr mal mitbringen könnt. Da freut sich jeder drüber. Sieht toll aus, ist einfach gemacht und jeder freut sich mehr über ein selbstgemachtes Geschenk als über irgendwas Gekauftes. So, jetzt gebt ihr einfach die Rosenblätter hier in das Glas. So. Nichts verschwenden. Muss alles rein. Und dann mischt ihr nur noch den Zucker dazu. So. Ich mache da erstmal eine kleinere Menge Zucker rein, setze einen Deckel drauf und schüttel das mal ordentlich, damit sich das schon mal schön miteinander verbinden kann. Und dann fülle ich es mit dem restlichen Zucker auf. Oder sagen wir mal so, bis das Glas, na, ich würde sagen, ein Löffel kann noch rein, so voll ist, dass ihr es noch immer wieder schütteln könnt. Ich würde den jetzt auch mindestens 2-3 Wochen stehen lassen und immer wieder schön durchschütteln. Und jedes Mal, wenn ihr dann das Glas öffnet, kommt euch ein riesiger Rosenschwallduft entgegen. Das wäre jetzt schon mal Nummer 1. Sieht auch toll aus, oder? So, und jetzt nehmen wir den Lavendel. Da muss ich immer direkt natürlich an Frankreich denken, wo ich ja gerade bin. Und an Sommer, Urlaub, Sonnenschein. Da machen wir es genauso wie mit den Rosen. Die sind jetzt gerade frisch aufgeblüht und ich würde jetzt auch einfach die Blüten so abziehen. Ich nehme in der Regel so, ich würde mal sagen, so zwischen 4 und 6 Stängel hier auf dieses Glas, weil der Lavendel schon ganz schön intensiv ist.
Und das soll ja nicht übertünchen alles Mögliche, alles was man isst, irgendwelche Desserts, wo man es drauf tut, sondern es soll ja nur so einen Hauch von Süße mit einem Hauch Lavendel geben. So, da habe ich das. Und dann kommt auch hier wieder der Zucker rein. Da mache ich es dann genauso wie mit dem Rosenblütenzucker. Ich mische es erstmal, dann schüttel ich es. Sieht sehr, sehr schön aus, muss ich sagen. Und dann fülle ich das Glas mit dem restlichen Zucker auf. So. Da genauso wie mit dem Rosenblütenzucker, so gut 3/4 voll. Den Lavendelzucker würde ich auch 2, 3 Wochen ziehen lassen, dann hat er auch sein Aroma richtig gut entfaltet und dann könnt ihr ihn schon benutzen zum Würzen, Süßen, Verfeinern. Und wenn ihr dann noch ein paar Lavendelstängelchen übrig habt und das Ganze verschenken wollt, dann macht ihr das einfach hier so drum, macht noch eine Schleife drumherum und habt ein wunderbares Geschenk. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren und freue mich auf das nächste Mal. Hier nochmal 2 tolle aromatisierte Zucker. Ich kann sie euch nur ans Herz legen. Danke und tschüss!